Heute spielen wir Slay the Princess. Slay the Princess ist ein Point-and-Click-Spiel, was aber, glaube ich, eher was von einer Choice-Driven Visual Novel hat. Das bedeutet, in Slay the Princess haben wir den Auftrag, eine Prinzessin zu töten, die in einem Turm eingekerkert ist. Da dieses Spiel darauf basiert, alle möglichen Entscheidungen zu treffen und so alle möglichen Enden freizuschalten, bedeutet das aber wahrscheinlich auch, dass diese Mission auf unfassbar viele Arten richtig schief gehen kann. Ich freue mich wirklich drauf. Ich habe wirklich Lust, jetzt rauszufinden, auf wie viele Arten es schiefgehen kann, eine Prinzessin zu töten, vielleicht zu retten, vielleicht dürfen wir sie auch retten irgendwie. Wir werden es rausfinden. Spring mal rein. You're on a path in the woods. Okay. And at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Okay, cool. Oh, ich sehe gerade, ich muss den Chat weiter runterziehen. So. Technik kann ich richtig gut. Schon mal cool, ich kann das Bild bewegen. Nicht witzig. Guten Abend, Kado. Schön, dass du da bist. Ja, wir machen heute die Prinzessin klar. Also ich spiele genau so lange, bis ich ein Ende habe, bei dem wir beide am Ende zusammen sind und heiraten und ganz viele kleine Prinzessinskinder haben. Und dann hören wir hier einfach auf. Ja, das ist eine Dating-Sim. Wir machen das nicht als Horrorspiel, wir spielen das als Dating-Sim. Das wäre eine gute Hook gewesen am Anfang, ne? Ja, passiert. Okay, wir sind im Wald, eine Hütte und im Keller dieser Hütte ist die Prinzessin. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Okay, Erwartungshaltung hergestellt, ich muss sie töten. Es ist nicht so, dass irgendjemand das nur gesagt hat, sondern wenn ich es nicht mache, dann ist es scheiße. Oh. Okay, jetzt kann ich Nachfragen stellen. Ich darf mit dem Erzähler quasi reden. Oh, wow, what the fuck. Okay. Was meinst du mit dem Ende der Welt, lieber Erzähler? I'm talking about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. Okay. You have to put an end to her. Okay, also es wird buchstäblich alles einfach aufhören. Also End of the World in einem buchstäblichen Sinne. Chat, sollen wir uns vielleicht mal ein bisschen irgendwo hin verkrümeln, wo vielleicht nicht die ganzen Textboxen sind? So vielleicht. Das ist nett. Keine Ahnung, ob man den Chat jetzt noch lesen kann auf dem großen Screen, aber... Save the bird. Yeah, the burbs. I like the burbs. Ich weiß, Kado mag die Birds nicht so, aber ich mag die Birds. Was soll eine Prinzessin in einem Keller schon anrichten? Don't linger on the specifics. You have a job to do here. Just get in there and do what needs to be done. We're all counting on you. Okay, ich vertraue dem Erzähler jetzt schon nicht. Ich soll mir um die Spezifizitäten, um die Details keine Sorgen machen. Ich vertraue dem jetzt schon nicht. Chat kann man so nicht lesen, aber ist nicht wild. Ja, dann wir lassen den jetzt einfach mal da. Der ist jetzt einfach da für dieses Game. Sieht immerhin nett aus und man sieht zumindest das, was aufploppt. Okay, siehst du wohl, ich darf dem Erzähler auch misstrauen. Was hast du für Beweise? Look, you're already on the path that leads to the cabin. Why would you be here if it weren't to complete a very important task? Ich bin auf dem Waldspaziergang. Made it this far, you might as well reach the end of your journey. Warum sollte ich nicht in einem Wald spazieren gehen? Schon mal drüber nachgedacht, dass der einzige Grund, aus dem sie die Welt enden lässt, ist, dass sie dort eingesperrt ist. While I appreciate the mental exercise, we are running up against a bit of a ticking clock. Okay. Nevertheless, let me assure you, the princess is locked up because she's dangerous. She is not dangerous because she's locked up. And before you decide to waste even more of our time by asking how I know that, let me suggest a more pragmatic lens through which to view this situation. Ich bin ganz Ohr. Causality doesn't matter here, because the end result is the same no matter what led us up to this point.
If the princess leaves the cabin, Okay. the world will end. And there is no changing that. Er sagt jetzt, ich kann das Ende nicht beeinflussen. Aber der ganze Punkt an diesem Spiel ist ja, dass es diverse Enden hat. Die können ja nicht alle im Ende der Welt enden. Oder doch? Nee. It's no use arguing semantics over a metaphorical chicken or egg, because the egg is hatched and it's about to ruin everything. Was haben jetzt Eier und Hühner? Also jetzt macht er aber langsam, also er verrennt sich. You do your job and slay her. Er wird auch ein bisschen ungeduldig mit mir, ne? Ganz ehrlich, gehen wir das jetzt einfach alles durch? Okay, wir gucken jetzt mal, wie weit das Spiel geht mit seinen Enden. Wir gehen einfach. Seriously? You're just going to turn around and leave? Do you even know where you're going? Nein. Nope. I suppose you just quietly continue down the path away from the cabin. Good. What we're being asked to do here is wrong. Better to wash our hands of this whole situation than to take part in it. Oh, okay, jetzt spricht er mich. Ignore that annoying little voice. He doesn't know what he's talking about. Der Held hat, der Charakter quasi hat mit mir geredet, oder was? Wäre witzig, wenn ein Ende einfach das Ende des Narrators bedeutet. Das wäre geil. Ich hoffe, dass es so eins gibt. That's strange. It looks like this path also leads to the cabin. Ach komm, das ist How cheap. convenient. Billig. Everything's back on track again. Maybe the world can still be saved after all. Ich gehe jetzt nach Hause. You're really keen on wasting everyone's time, aren't you? Ja. It's remarkably selfish, if you ask me. I've already outlined the stakes of the situation. Ja. If you don't do your job, everyone dies. Like, dies. Forever. Ja, und wenn ich das Spiel zumache, dann dies du. Forever. I don't care, I'm not ich töte keine Prinzessin. Vielleicht sollen ja alle sterben. Du kannst mich nicht hier rein manipulieren. Einfach gehen. Stakes and consequences aren't emotional blackmail. They're facts of life, and if you had an ounce of maturity, you'd understand that. Das ist jetzt ein bisschen Gaslighting, ne? Also. But fine, you turn around and trek back down the path you came. Ja. Oh, would you look at that? You're at the cabin again. Now, I'm not normally one for superstition or astrology, but I have to say, it seems like the universe itself is doing its best to bring you to your fated confrontation with the princess. Seems like the universe. Gut, dann glaube ich eben kreuz und quer. Ja, was willst du There's machen? always a choice. Let me tell you right now that you're making the wrong one for pretty much everyone who's ever lived, Okay. as well as for everyone who ever will. Es gibt aber unendlich viele Möglichkeiten und es ist unmöglich festzustellen, welche richtig und welche falsch sind. And here we go. As you trudge into the woods, something strange starts to happen. At first, it's little flickers out of the corner of your eyes. Glimpses of familiar wooden structures through the leaves. Die Musik hat sich verändert. Ich habe ein bisschen Gänsehaut. But as you focus on your surroundings, you start to realize that those flickers weren't just a trick of light. Super. Lieben wir. In every Ja, direction, ich there verstehe. is a path and a cabin. And not just a cabin, the cabin. An infinite fractal of paths and cabins desperately trying to draw you back to where you need to be. Unendlich viele Hütten. Wir haben in diesem Moment quasi schon die Kernmechanik des Spiels auf dem Bildschirm. Unendlich viele Hütten, unendlich viele Möglichkeiten und hypothetisch gesehen unendlich viele Enden. Geil. Wait,
What's going on? Oh, die Musik ist schlimm. Die Musik ist ekelhaft. You're too stubborn for that, aren't you? It doesn't matter how many paths or cabins appear around you. Ja. You're just going to do whatever you can to shirk your responsibility because Ja. you care more about irritating me than you do about the fate of the world. Tatsächlich versuche ich gerade einfach nur dich abzufacken. Ja, das ist faktisch richtig. You've doomed us all. You know that, right? But of course you do. Otherwise you wouldn't just wander off into the forest in search of certain death. You lose track of just how long you spend aimlessly tromping through the wilderness, but it's not like any of that time spent lost in the woods really matters, because it isn't long before the world ends and everyone dies. Kapitel 2. You're on a path in the Oh. woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Ist da eine Wand? Da ist eine Mauer oder sowas. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Déjà-vu. Okay, geil. Das ist actually kein Ende. Assign to proceed. Okay, also ich habe die Option jetzt zu sagen, ja, ich bringe sie um. Okay, ich mach's wirklich. Ich gehe einfach hin. Ich kann noch ein paar Fragen stellen. Okay, also Déjà-vu. Ist das nicht schon passiert? Nope. You aren't kidding. Sie hat wirklich die Welt beendet. Was zur Hölle ist sie? Du Bastard. Aber ich bin gestorben. Wieso bin ich hier? Siehst du wohl. Diese Mauern waren letztes Mal noch nicht da. Du kannst mich nicht einfach dazu zwingen, reinzugehen. Okay, no. Don't you start grandstanding about morals. The fate of the world is at risk right now, and the life of a mere princess shouldn't stop you from saving us all. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. I don't know. I think it's more fun if he knows what we're thinking. He's like a captive audience. Der Contrarian. Jetzt gibt's noch einen Gegensprechpart zum Helden. The entire world ending wasn't enough to get rid of us. I don't think there's much he can do other than object. I wonder what else we can do to ruin his day. Halt dein Maul, du Arschloch. If by ruining my day, you mean ruining everyone's day forever, then yes, I suppose there are plenty of ways you could pull that off. The world really did end last time, didn't it? We should be careful. For all we know, we just got lucky. Ja gut, also nach allem, was wir jetzt wissen, ist es einfach so, dass wir in einer Art Zeitschleife gefangen sind, die der Erzähler aber beeinflussen The world kann. hasn't ended yet, and you are never going to slay her with that attitude. Stuff those pathetic little voices to the back of your mind and stay focused on the task ahead. Okay, ich kann ihn nochmal... Ich kann ihn nach der Wand nochmal fragen, ich kann ihn anlügen, dass ich es mache, ich kann es machen oder ich kann es machen, ohne was zu sagen. Ich will wissen, was das mit den Wänden auf sich hat. What are you talking about? I'm sure those walls have always been there. It makes sense if you think about it. If there weren't any walls in the woods, someone might have gotten lost. Or, heaven forbid, someone other than you might have stumbled onto the princess. Der Erzähler ist ein Gaslighter. Caro, alles gut. Ich wünsche dir auch ganz viel Spaß damit. Hab noch einen schönen Abend. Wir hören uns die Tage. Bye bye. Okay. You know I can tell when you're lying, right? Please take this seriously. I am begging you. A warning before you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. Okay. A liar and a cheat. But I could be so much worse. If we're stuck going in there, maybe we should believe her. Maybe she isn't a liar.
Okay, das heißt, jetzt habe ich auch noch den Contrarian, der mich quasi manipulieren will, um alles so schlimm wie möglich zu machen. Ignore him. He's just being difficult for the sake of it. Also so wie ich. Let's keep an open mind. Der Held klingt müde. Der Held klingt wirklich sehr müde. Okay, wir gehen rein. The cabin interior is wrong. A confusing patchwork of many cabin interiors, all projected across what's almost the same space. But it's all shifted. An inch here, a foot there, such that the seams are never quite visible enough for the place to make any sense. Okay, tatsächlich ergibt The only furniture der Raum wenig is a Sinn. plain table, its legs all the wrong lengths, its material devoid of feature. Perched on that table is a pristine blade. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. If he wants us to take it, maybe we should just leave it to collect dust, or better yet, grab it and throw it out the window. Okay. Good as a knife against a world-ending monstrosity anyway. No, we're taking the knife. Have you seen this place? We have literally no idea what to expect and no idea what we're dealing with. I've already told you what you're dealing with. You're dealing with a princess. How many times do I have to explain this incredibly simple and straightforward premise? You can't just say that, when everything here is so wrong. Das ist wirklich, also das ist alles andere als straightforward. Was hier passiert, ist alles andere als einfach. Listen to me. My job is to describe facts as facts and guide you through your job, which is to slay the princess and through that action, save the entire world. And if you're going to slay her, you cannot let fear creep into your heart. You cannot lose yourself before you even get to her. Oh, ho, ho, ho. You've piqued my interest. What's going to happen if we lose ourselves? Nothing, because you're going to pull yourself together. Okay, du willst es wirklich das Ganze wieder in eine geordnete Bahn lenken jetzt, wa? Just ignore the stressful geometry and stay calm. How? Even if we closed our eyes, you're constantly describing it to us. I'm not going to stop doing my job, so you're just going to have to get better at yours. And quickly, if you don't mind. Okay, also das ist wirklich, ich habe hier so 3 Erzählstimmen, die streiten. Eine ist der Protagonist, eine ist sowas wie der Gegenpart zum Protagonist, der aber auch sich in uns dann mit dem Protagonisten vereint. Sozusagen beide Arten oder 2 Grundarten, auf die ich das Spiel spielen kann. Und wir haben den Erzähler, der einfach gerne möchte, dass ich die jetzt umbringe und der die ganze Zeit alles versucht, um mich dahin zu führen. Und ich habe schon versucht, ihm auf den Sack zu gehen. Es funktioniert nicht, beziehungsweise es führt nur dazu, dass er einfach sauer wird und uns buchstäblich die Wände um die Ohren knallt, die Scheuklappen aufsetzt und uns in die Kabine schickt, in die Hütte. Yes, take a deep breath. I'm all for getting under his skin, but we'll miss out on loads of fun if we shrivel up into a ball and go insane the first time we see something weird. Fair enough. What you're seeing here is obviously real. Just accept it and go with the flow. It really isn't hard. Okay, I'm fine. Good. Now, whenever you're ready, we're all waiting for you to complete a very important task. Du hast noch nichts über den Spiegel gesagt. Den Spiegel einfach angucken gehen, den Dolch nehmen oder runtergehen. Ich will mir den Spiegel selber angucken. Ich will nicht zu sehr auf den Erzähler angewiesen sein. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. What are you talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. Warum ignoriert der Erzähler den Spiegel? You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. Bin ich ein Drachenmensch? What the fuck? But there was a mirror a second ago. And now it's gone. You know that taking the mirror away from us isn't going to change things, right? We'll find it again, and then we'll see whatever it is that you don't want us to see. What the fuck? Okay, ich nehme den Dolch.
Fuck it. You take the blade from the table. It would be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. Okay, fine, you took the knife. But you really shouldn't hold it like that. Then how are we supposed to hold it? The other way, thumb at the bottom. It will look much cooler and more serious if we hold it with our thumb at the bottom. Wow. It really doesn't matter how you hold the blade, as long as you have it. Just make a choice. Ich will cool aussehen, deswegen halte ich den Dolch so zum Stabby-Stab. Verkehrt rum. Ich muss mir abgewöhnen, da hinzugucken und mehr hier hingucken. Ah. You switch your grip on the blade. Sieh den Mauszeiger? Ich habe jetzt wirklich den Dolch in der Hand. Das ist ja großartig. Yes! Isn't this so much better? Stab, stab, stabby, stab. Stab, 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 stab. Stich, Stich, Stich. Messerschießerei, Stich. Okay, fine. You're right. This does look a lot better. It really doesn't matter. Just get on with it and deal with the princess already. Okay, ich kann den Dolch jetzt, wie eben der Contrarian gesagt hat, wegwerfen oder ich kann runtergehen. Wir gehen jetzt einfach mal runter mit dem Dolch. The door to the basement creaks open, revealing a web of branching staircases all built from unidentifiable materials. Ehrlich gesagt dachte ich nicht, dass so viel passieren kann, wenn ich noch nicht bei der Prinzessin bin. Ich dachte, man geht da halt rein und hat dann halt so super viel Auswahl, ob man sie tötet oder nicht und wie und warum und hast du nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass da so viel rundrum ist in diesem Spiel und ich finde es großartig. Nothing here seems to belong. And the closer you examine your surroundings, the more confused you get. Your head throbbing with the effort of making sense of this place. None of the stairs even seem to go anywhere, let alone down. The air here has a sickening, almost sludge-like miasma to it, the kind of indiscernible quality that comes from the blending together of every scent there is at once. An odour that is simultaneously everything and yet the sum of it all coalescing into a thick, nauseating nothing. Anti-Luft. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favour. Ach, halt dein Maul jetzt. Her voice, a disquieting collage of tone and personality, drags up the stairs. Jetzt redet gleich das erste Mal die Prinzessin. Hello? Hi. What are you doing here? Are you here to kill? No, thank you. Ich bin ganz deiner Meinung, Bro. Lass einfach wieder gehen. Oh, don't be such a baby. I don't want to do this. Let's just turn around and leave. This feels wrong. This feels like a trap. Like whatever we do, we're gonna die. Ja, lass einfach But gehen. we already tried turning around and leaving, didn't we? And he threw up a wall. No way to go but forward. And whatever choice we make, whatever she is, we know one thing for sure. And what's that? That the fate of the world hinges on your success? There'll still be plenty of ways to ruin his day. Ja. Wir können dem Erzähler immer noch alles verhageln. Okay. Die unbequeme Treppe zur linken, die in der Mitte oder die weichen zur rechten. Ich sag, wir gehen den harten Weg. Den schwierigen Weg, denn das ist der richtige Weg. You step to the left. The path is cruel against your feet, the impact of each step sending pulsing vibrations up your legs, till there's nothing left in them to feel. The air around you grows cold the further you progress. At first a barely noticeable drop, quickly evolving into a numbing cold. Your toes feel like blocks of ice, your breaths puff out in clouds of condensed vapor. Okay. You shudder against it as you continue down the stairway, losing yourself in the bone-deep chill. You slowly lose sense of yourself the further you go. Was ist jetzt? Was ist denn jetzt? Warum alles jetzt Sketchbook? Time disappears, and you can feel yourself begin to untether. Untether? Physical sensations dull and then vanish, until the only things experienced are the endless repeating patterns and emotions of the journey. Okay. A continuous march forward
to a destination long forgotten. Ja, die Prinzessin. Ich hab nicht forgotten. Consumption and Großartig. skepticism and blind devotion, rivalry and submission, terror and longing, pain and unfamiliarity. And at the heart of it all, an emotion that can only be described as... Are you just going to stand there? What the fuck? What the hell was that? What happened to us? Gut. Ja, ich hab das nicht kommen sehen, dass dieses Spiel so schnell so fucking trippy wird. Hab ich nicht kommen sehen. Aber gut, klar, warum nicht? Geben wir uns noch 2-3 Stunden mehr von dem Blödsinn. Warum nicht? Warum nicht? I feel so strange. Like I'm fundamentally different, but also still the same person I was at the top of the stairs. Oh well, that was a trip, but now it's over. Time to get back to our old devilish ways. Genau. Let's fuck with stuff. The princess, eyes bright but otherwise shrouded in darkness, watches you impatiently from the other side of the basement. Don't forget why you're here. Ja, Stabby Stab. Wir sollen den Stabby Stabby Stab machen. And why are we here again? In case you weren't listening, I'm afraid I lost myself on the way down. You're here to... He's just being an ass. We remember. Though I'm still not sure if we should trust you. Let's talk to her for a bit, try and get our bearings. She seems normal. Das stimmt, aber wir haben auch schon ihre Dämonenstimme gehört und sind gerade durch 45 Paralleldimensionen gleichzeitig gelaufen. Also, mich würde es jetzt auch nicht überraschen, wenn sie nicht normal ist. Entschuldigung, ich habe nicht bemerkt, dass ich hier bin. Der ist gut. Was ist dein Name? Hier runterzukommen war merkwürdig. Weißt du, was mit mir passiert ist? Ich weiß nur, dass du aus einem Grund hier eingesperrt sein sollst. Weißt du selbst, warum du hier bist? Du scheinst eine Bedrohung für die Welt zu sein. Ich soll dich töten. Weißt du, was mit mir passiert ist? What, like you need me to hold your hand and tell you everything's okay? You're not really cut out for this, are you? Why are you even here? Oh wow, sie ist gemein. Jetzt ist ihr Text natürlich da unter, ne? Also scheinbar kann ich die fucking Kamera nicht so platzieren, dass es Sinn ergibt. Machen wir es mal so. We're probably stuck down here forever, aren't we? There's no way out, and barely a way in. As the princess speaks again, it's almost as if she fractures. Where there was once just one of her, there is now another. Okay, die klingt weniger gemein. We can do that? I don't like this. It's those cabins all over again. Can we put her back? You said you'd been here before, right? What exactly happened last time? Does it matter? Yes, it matters. But I'm not going to waste any more time prying out details if you're going to be so irritating about it. Ich finde das geil, wie die sich die ganze Zeit beefen. It seems to me like you saw something you weren't supposed to have seen. Okay. If only you'd listened to whatever words of wisdom you were given in that other reality. But what's done is done, isn't it? Whatever you saw last time, unsee it. Whatever thoughts weaseled their way into your head, unthink them. If it's not already too late. You have a job to do here and you need to do it now. Oh, das wird so ein richtiges Mindfuck-Game. Jetzt ist irgendwie die eine Erzählstimme, der Contrarian. Der war schon im Keller und der hat Sachen schon gesehen, die ich aber noch nicht erspielt habe. Dieses Spiel wird so ein fucking Mindfuck. New plan. Let's see if we can make even more of her. Den Gedanken finde ich ja gut, ne? Einfach mal gucken, wie weit wir die Realität jetzt zerreißen können. Es sind da mehr von dir. Was ist dein Name? Und die anderen, die ich schon kenne. Und ich hol dich hier raus. Ich weiß nicht, was du bist, aber ich kann dir vertrauen. Aber was? Warum hängen die zusammen? Die drei hängen zusammen. Das ist ja weird. Guck mal, das sind 3 Optionen eigentlich.
Ich hol dich raus. Ich kann dir nicht vertrauen und gehe. Oder ich töte sie. Aha. Da sind jetzt mehr von dir. Das ist aber Schritt 3. Das ist doch mit Absicht, oder? Das ist kein Bug. Ich gehe davon aus, dass das mit Absicht ist. Wait, jetzt hänge ich über den... Jetzt hänge ich über den Auswahloptionen. Also dieses Spiel wird mich kameratechnisch brechen. Dann halt so. Maybe. Okay. Da sind jetzt mehr von dir. And what's that supposed to mean? Are you trying to get under my skin? Ich möchte wissen, was hier los ist. I don't feel like I've gotten any bigger. Du bist nicht nur verängstigt, du bist auch ein bisschen dumm. Aber das ist okay. There must be something wrong with you. I'm the same as I was a moment ago. She fractures again. I don't like where this is going. Neither do I. Which is why you need to slay her now before things get more complicated than they already are. How would we even do that? Where would we start? You could always start by stabbing her. Which her? Any of them. Bringe einfach irgendeine um. Wird schon helfen. I don't know about you, but I'm sure glad we took that knife with us. I can't believe someone suggested you toss it out the window. Can you imagine? Halt dein Maul. I don't think we're going to be able to put her back. Kind of hurts to think about it, doesn't it? It's like everything we say just multiplies her. It certainly looks that way, so please, for the love of everything, stop asking her questions and stop stalling. You're obviously just making things worse. Maybe it's because I'm dangerous. Dangerous. But you know, right? You have to know. You're the only other person I've ever seen. Or at least the only one I can remember. Don't give me false hope. Please just end this already. One way or another, just do it. Oh Gott, der geht's ja gar nicht gut. Boy, we both know why I'm locked away here. I'm a monster. And the second I get out of this place, I'm going to end the entire world. Okay, this was fun for a bit, but we can't even really interact with her, can we? What's the point of asking questions if all we're going to get is a million answers? Can't even follow what's going on anymore. Nope. Me either. We need to get out of here. This whole place is making me itch. Okay, aber ich will's ein bisschen auf die Spitze treiben. Ich will schon noch ein bisschen mit dir reden. Wer bist du überhaupt? You can address me as Your Royal Highness, or Her Majesty. Any honorific should do, really. Princess. Das war sie? It doesn't matter. Das ist sie. I've been down here for so long. What's the point of a name if there's no one around to use it? No, I don't need a name. My name is whatever hushed whispers follow in the wake of my devastation. Du bist cool. Ich möchte im Alltag so reden wie du. Aber ich möchte dich auch töten. None of them have names. How astute. I told you she was untrustworthy. I don't think what I do really matters, does it? I just want to live my life. Whoopsie daisy. I'm a prisoner here, and whether or not you shoved me down here, you're practically my captor at this point. Anything I'd say is tainted by that. Wow, du bist zynisch. I like it. Besides, You already know what I'm going to do. if you want to put an end to me, then put... Not a single Oh, fuck. real Oops. answer. At least aside from Miss Blood and Destruction, it's infuriating, isn't it? Whose buttons are there for us to press? Whose skin is there for us to get under? Not exactly how I'd put it, but I don't disagree. There must be something we can do. Asking questions just seems to make things worse. Naja, oder halt, also ich meine, macht die Dinge schlimmer, ist eine große Behauptung. Man könnte auch sagen, es macht die Dinge spannender. This is reaching its breaking point. If you don't act now, there will be nothing in here but her. Take a deep breath and focus up. You can do this. But how do we decide what to do? Can there even be a right choice when all of them are so different?
Stop overthinking it. Your drifting thoughts have clearly been part of the reason this situation has gotten out of hand. If you're trying to do the right thing, there's only ever been the one option, and that option is slaying her. Welche? Just do something. Do anything. Do all of it, if that's what you want. This place is hell, and it's only getting worse. Doppeln sich die Optionen jetzt, weil ich mehrere von ihr geschaffen habe? Ich habe da am Anfang nicht drauf geachtet, ob das auch schon so eine Einzelauswahl für 3 Optionen war. Ich drücke jetzt mal auf Slay. Slay! That's not right. Go on. You take a step forward. Your foot lands, but it lands different. You experience a firm footfall, a gentle tread, a confident stride. You can feel yourself rupture. The room spins, your perception multiplying in a sickening kaleidoscope as your very self is pulled in incomprehensibly many directions. Ja, schöne Scheiße. Okay, der Dolch ist rot. Der Dolch ist rot. Just as you strike at her bindings and leave her to languish alone. Okay, wait. Es scheint, als würde ich bei einer oder bei 2 gehen. Sie versuche ich zu töten, die völlig verrückte, und sie, die so pissig war, I guess. Und dann versuche ich noch eine zu befreien. Is this what the end of the world looks like? What an unbearable mess. But this... Whoa. We can't... What the fuck? Do you not have anything witty to say? I could use a good bit of wit right now. No, I don't, because this isn't fun. How are we supposed to have fun if everything is happening at the same time? It's the same as nothing happening, and nothing is excruciating. Ha, philosophischer, ja, ein ganz philosophischer Kollege. Luckily for all, nothing and everything doesn't go on forever. The world and the princess collapse in on themselves before it all falls apart. I think he's gone. We were never going to salvage this, were we? Wir haben den Erzähler getötet. What happened to us? What are we? There are parts of us that are dead, and others, they just don't fit. They just don't fit. We can feel them moving around in spaces they don't belong. It's all so uncomfortable. Oh, Jesus, fuck. Did you do this? Did we do this? Oh, Jesus, fuck. Can you pull us back apart? Fix us? Was? Ja, nicht alle auf einmal. We should help her. I think we did this. How surprisingly sincere. Ja, der Contrarian ist ein bisschen überfordert mit der Situation, ne? Kann ich verstehen. Ich auch. I didn't actually think our actions had consequences. Ach, halt dein Maul. Okay, zugegeben. Ich habe mich auch verhalten, als hätten meine Taten keine Konsequenzen, weil es ein Spiel ist. Ne? Für alle, die sich von Metagames gerne mal aus dem Konzept bringen lassen, am Ende des Tages ist es ein Spiel. Handlungen haben Konsequenzen, aber keine echtweltlichen. Zumindest solange es ein Singleplayer-Spiel ist. It's a little late for regret, isn't it? Please. Hör auf zu reden. Bitte. Alles wird gut. Ich gebe mein Bestes. Ich glaube nicht, dass du gerettet werden sollst oder wieder geheilt werden sollst. Nein. Du machst einfach nur alles kaputt. Du zerstörst alles. Ich werde dich nicht wieder in Ordnung bringen. Ich sag gar nichts. Ehrlich gesagt, würde ich sie gerne... Oh, fuck, das ist irgendwie... Jetzt haben die mich echt... Ich habe mir im Vorfeld noch gedacht, dass das Spiel eine etwas harte Zeit damit haben wird, mich dazu zu bringen, quasi mich anders zu verhalten, als ich es gerade möchte, einfach weil ich Spaß haben will. Schlichtweg, weil ich die Kernprämisse vom Spiel schon kannte. Die haben mich jetzt in eine Situation gebracht, in der ich legit nicht weiß, was ich machen soll, weil einerseits ist ja die Prämisse, dass sie alles kaputt macht und alles zerstört. Andererseits haben wir das nicht wirklich bewiesen bekommen. Die Welt ist einmal geendet. Und wir können gar nicht beurteilen, ob sie das war, weil der Erzähler einfach ein mieser Ficker ist. Und jetzt ist es irgendwie auch so halb geendet, irgendwie auch nicht. Und es wirkt irgendwie mehr, als wäre es meine Schuld. Also ich weiß nicht, wie schlimm und wie böse sie ist.
und wie viel davon vielleicht an mir hängt oder an dem Erzähler. Entsprechend, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde ihr gerne helfen. Du weißt nicht, ob sie die Chance hatte, dir jetzt deine Antwort zu hören. Sie ist fort, durch etwas anderes ersetzt. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? And there's that mirror again. Dieser Why is it Scheiß... here? Why now? Dieser scheiß Spiegel. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Der Erzähler ist weg. Ich glaube, ich soll auf den Spiegel gucken, den Spiegel angucken. Again? What the hell are we supposed to do? I'm begging you, don't do this. Naja, was sollen wir sonst machen, ne? It's different now. It feels, I don't know, final. Er will nicht, dass es endet. Er will nicht, dass es aufhört. Yeah, don't look at it. I don't like that thing. Er auch nicht. Du näherst dich dem Spiegel. This doesn't feel right. It feels different. Final. Yeah, don't look at it. I don't like that thing. Die Stimmen fühlen sich klein an, entfernt, während du dich dem Spiegel näherst. Stille, als du dich vorwärts lehnst. Sie sind fort, doch der Mirror, doch der Spiegel bleibt bestehen. Es ist Zeit für dich zu sehen, was sich darin befindet. Es bist du. Oh, klasse. Body Horror, super. Ich bin ein fucking Monster. Ich meine, habe ich halb kommen sehen, aber... Du bist allein an diesem Ort, der leer ist. Es ist still hier. Du bist an der Hütte. Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. Die Musikchat, ich hoffe, man kann sie ein bisschen hören. Wait. Was bist du? Das Geschenk eines Vessel. Eines zerbrechlichen Körpers. Also Vessel ist ja quasi, man sagt auch zu einem Schiff Vessel, aber auch quasi so in Geschichten mit Unsterblichen, die quasi neue Körper brauchen und so. Ich krieg's gerade nicht 1:1 übersetzt. Ist dies das Ende der Welt? Lass sie hier raus. Kennst du den Erzähler? Bist du das, was mich geschickt hat, die Prinzessin zu töten? Bist du das, was mich hier gefangen hält? Weißt du irgendetwas über die über die Welten jenseits dieses Ortes? Bist du die Prinzessin? Kennen wir uns? Was kommt jetzt? Greif das Wesen an. Zerstör deinen Körper. Oh, alles daran ist furchtbar. Und alles sind alles so gute Fragen. Das sind alles so gute Fragen. Ich will wissen, was sie ist. Ich will wissen, ob sie die Prinzessin ist. Ich will wissen, ob sie den Erzähler kennt. Ich will wissen, was passiert. Also Destroy Your Body direkt nachdem man diesen sad, traurigen Monster-Reveal hat, fühlt sich ganz furchtbar an. Ich werde das jetzt nicht machen. Es ist unfassbar verlockend, da drauf zu drücken. Unfassbar spannende Idee. Aber ich will das jetzt nicht. Ich kann das jetzt nicht. Ich frage sie, ob sie den Erzähler kennt. Das klingt sehr spannend und nicht ganz so traurig. You are the only thing I have ever known. Okay. The space we're in is vacant.
Was bist du? I am solitary lights in an empty city. What are you? Legit gute Antwort, poetische Antwort, klingt toll. Solitary lights in an empty city. Leuchtet hell, ist aber irgendwie nutzlos, wenn keiner da ist, dem man den Weg leuchten kann. Solitary lights, was meinst du mit? Was glaubst du, was ich bin? Ich weiß nicht, was ich bin. Ich bin ein Mensch, eine Person. I think that you are like me. We are oceans, reduced to shallow creeks. Okay, jetzt kann ich einfach weiterfragen. Weißt du von den Welten jenseits? Weißt du von den Welten jenseits dieses Ortes? Finde ich spannend. Finde ich sehr spannend. I know only that they are. Okay, du weißt, dass es sie gibt. Okay, sonst nichts. Alles klar. Das finde ich spannend, weil sie ist ja offensichtlich aus den Körpern der Prinzessinnen, die ich erschaffen habe, zum Vorschein gebracht habe, was auch immer, besteht sie ja irgendwie. Die Stimme kommt auch hin. Und jetzt kann ich sie fragen, ob sie mich hergeschickt hat, um die Prinzessin zu töten. Das klingt ja irgendwie ganz spannend, ne? I have only just now stirred to consciousness. Okay. I could not have trapped you here, and I too yearn to be free. Ist das Ende der Welt? Ich meine, warum nicht fragen, oder? How can the world have ended if we are talking? Good point. Was ist dieses Geschenk? Yes, nerves and fibers to feel the worlds beyond, perspectives to make my own. These ones are a contradiction, a winding kaleidoscope of paths unwound. They are stretched into a shape not unlike me, but it is a shape they cannot hold. Sie hält die Arme von der Prinzessin hoch. Also quasi die Prinzessin ist nichts weiter als die Geschichte, als die möglichen Stränge dieser Geschichte, die wir spielen. Und auf mich projiziert man quasi das Menschsein, weil ich Erfahrungen von außerhalb ihrer Welt, die sie nur kennt, nämlich das Spiel, mitbringt. Ich mag ja so ein Meta-Gelöt schon ganz gerne mal. Ne? Nicht so oft. Irgendwann geht es mir auch auf den Sack, aber es ist schon cool, sowas. Vor allem, wenn es dann noch mit so schmerzerfüllter Musik untermalt wird und so schön erzählt und in so poetischer Sprache ausgedrückt wird, da bin ich voll am Start. Da habe ich so Bock drauf. Ja, das ist natürlich jetzt tragisch alles. I'm sorry that you met this vessel so early in your journey, but they will make for a rich and vibrant heart. Das check ich nicht. Egal, ich frage mich, ob sie mich jetzt assimilieren will, damit sie mich aufnehmen kann und meine Erfahrungen. Do not mourn them, for they will finally get to know themselves. Okay. Bist du die Prinzessin? Also ich meine ja, aber nein wahrscheinlich, ne? She is part of me, and part of me is her. Aber warst du immer die Prinzessin oder machst du sie nur zu einem Teil deiner selbst? Ja, das interessiert mich tatsächlich. You speak in circles. Does it matter where one thing begins and another ends? Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Ich denke schon, ja. Ich denke, ich habe das Gefühl, ja. Es hat eine Bedeutung auf eine sehr menschliche, limitierte Art. Und natürlich im Großen und Ganzen des Universums und aller Dinge, bla 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 bla, insignificant, Nihilismus. Aber so auf so einer ganz kleinen menschlichen Ebene, einfach wo man wann wie
beginnt zu existieren, wann und wo wie Dinge beginnen zu existieren und passieren oder wieder aufhören zu passieren, aufhören zu leben, zu existieren. Das ist ja also innerhalb von unserer sehr komprimierten kleinen menschlichen Welt hat das ja eine Bewandtnis, eine Relevanz, oder? Also würde ich sagen. Selbst wenn es mehrere Milliarden von uns gibt. Okay, ich mache mal alle Explore-Sachen durch und dann entscheiden wir uns für eins von den letzten 3. I'm sorry. There are some changes that can never be undone. There are some tears that can never be unshed. This is not a place that can hold a fragment of a concept. The moment she arrived here, she was going to return to me. Okay. I promise that it doesn't hurt. Ich meine, das ist kind of not the point. You are familiar, but you are not me. I feel sadness, longing, hope as I witness you. Okay, was passiert jetzt? Angreifen, mich selbst zerstören. Oh. Ich glaube, ich will weiter mit ihr sprechen. Ich will irgendwie, ich bring's nicht üb. Ich weiß nicht, warum ich sie jetzt gerade angreifen sollte. Das ergibt für mich keinen Sinn. Das mit dem Körper, das bringe ich nicht übers Herz. Das war furchtbar mit dem Spiegel. Die Szene war ekelhaft. Was passiert? Was passiert jetzt? Nothing, as we are. But I know that there are worlds beyond us, and that we are meant to reach them. There is no exit, but this vessel is a creature of perception. She can make you forget, if only you believe her to be able to. Bring me more perspectives, so that I may be whole, and perhaps then we will know our freedom. Bring mir mehr Blickwinkel. Kann ich... Ich weiß nicht, ob es da irgendwie noch dann nachher eine Übersicht mit quasi den Storysträngen und möglichen Enden gibt. Aber kann ich vielleicht, wenn ich entweder genug Enden oder alle Enden freispielen, nochmal wieder hier hinspringen und dann hier nochmal wieder neu was freischalten, was dann passiert? Und krieg dann irgendwie so ein True End? Bin ich vielleicht aus Versehen über das potenzielle True Ending, Happy Ending, was auch immer gestolpert? Who knows? Sehr, sehr spannend. Oh, Jesus Christ, da geht's. Oh, und das geht wieder los. Hast du keine Angst, dass ich einen Weg finden werde, dich zu töten? Wie viel werde ich vergessen? Wie viel mehr von dir muss ich finden? Was, wenn ich dich das nicht tun lasse? Ich wurde geschickt, um eine Prinzessin zu töten. Was? Ah. Um die Prinzessin zu... Nee, was? Ja, ich wurde geschickt, um die Prinzessin zu töten, damit sie die Welt nicht zerstört. Okay. Mach, dass ich es vergesse. Hast du keine Angst? I have not lived. I am not afraid to die. Ja, da hätte ich mit rechnen können. Everything. Until we meet again. Wie viel von dir muss ich finden? More than you have found, but Yeah. less than there are to find. I am infinite. The rest will find their own way home. Sorry, nochmal. Mehr als ich gefunden habe, weniger. Okay, sie ist unendlich. Ja, logisch. Das ergibt Sinn. Was, wenn ich dich das nicht tun lasse? Then we will be here forever, as we are now. Unfinished, dry, hollow. Ja, das ergibt Sinn. Okay, ich soll die Prinzessin töten. Wenn ich dir helfe, ist es das, wirst du das tun? You ask of things that cannot be done. To destroy is merely to reshape.
to remold. Das klingt wie die Verteidigungsrede eines Wahnsinnigen vor Gericht nach einem Mord. Weiß mal auf die Semantik hier. How can I know? I am flickers in something sprawling and unilluminated. Okay, ja gut, komm, fuck it. Wir gehen zurück. Oder nicht? If you need time, then I'll wait with you. Wait forever ist ein bisschen verlockend, oder? Sollen wir mal für immer warten? Also für immer warten klingt, als hätten wir dann mal das erste Ende. Nach immerhin fast einer Stunde. You are as I am now, and forever is a long time to remain undone. I am not you, but I know that I would return before forever was finished. What textures will you weave for yourself to occupy forever? Will you place the images of you and I into a box for safekeeping? If you close that box, will you become another you in another world? An imaginary pattern repeating itself until it can no longer bear the weight of its hand-drawn cage. Jesus Christ. You'll always come back to the box, because you'll always want to know what it means to be you. I will be here waiting by your side until you're ready to return to mine. Diese Sätze sind alle so aufgeladen. Jesus Christus, das ist ganz schön schwere Kost so auf dem Abend, ne? Also, ich werde an deiner Seite warten, bis du bereit bist, an meine Seite zurückzukehren. Es ist ein sehr schöner Satz, also wundervoll hübsch geschrieben alles, aber halt auch so bedeutungsschwanger. Nee. Das Spiel hat sich selbst geschlossen. Okay, warte, ich starte es wieder. Vielleicht ist das so eine Doki Literature Club-mäßige Blödsinnsnummer hier. You have returned to me. Though you were gone mere moments, I never left your side. Halt dein Maul. Ich dachte, ich komme jetzt ins Menü und dann ist irgendwie... Okay, ja gut, dann zurücksetzen. I guess. She asks that I tell you to remember her. You won't. Alles wird schwarz und du stirbst. What the fuck? Oh, die Prinzessin hat danach gefragt, dass ich mich an sie erinnere. Ich werd's nicht. Bumm, Schwarzbild, tot. Ah! The hero and the princess. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Boah. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Yep. Okay, jetzt sind wir wirklich wieder am Anfang, auch ohne hier, ich war schon mal da, die Wand ist weg, wir haben wieder die Ausgangsfragen. Okay, wir haben quasi das erste Mal ein Ende erreicht, also wir haben quasi einmal einen Loop richtig durchgespielt. Oder habe ich... Ich habe das Gefühl, dass einige Optionen noch nicht da waren. Das kenne ich, das kenne ich. Das auch. Can't someone else do this? Ich glaube, den kenne ich auch. Den habe ich noch nicht angeklickt. Ich wollte schon immer einen Monarchen töten. Vive la Revolution! That's the spirit. Jawohl. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within.
Okay, wir haben das Infinity Ending gespielt. Jetzt versuchen wir mal ein simples Ende zu erspielen. Eins, bei dem nicht alles völlig apeshit crazy geht. A warning before you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. Moment mal. Moment mal. Das heißt auch diese ganzen Meta-Kommentare, die zusätzlichen Erzählstimmen, die Tatsache, dass alles völlig fuckt und durchgeknallt und hast du nicht gesehen ist. Das lag das alles nur daran, dass ich quasi am Anfang dem Erzähler den Mittelfinger gezeigt habe, oder was? Lag das wirklich nur daran? Und danach, ich habe quasi einen kompletten Run dadurch gekriegt, der einfach durchgeknallt und wahnsinnig ist. Das ist cool, das finde ich cool. Das ist Commitment, das ist so Commit to the Bit. Und das Spiel hat das gemacht. Weil das sehe ich jetzt nicht. Ich sehe das daran, dass diese Hütte jetzt völlig normal aussieht. Und nicht, als hätte man da gerade versucht, 5 verschiedene Welten ineinander zu stopfen. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Okay, wollen wir einfach mal den überenthusiastischen Prinzessinnenmörder geben? Wir machen jetzt den überenthusiastischen Prinzessinnenmörder. Take the blade. Wir hören einfach auf den Erzähler. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Okay, rein. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Das ist geil, weil die Erzählungen sind schon noch ähnlich, ne? Probably doing her a favor und so, also die haben quasi... carries up the stairs. Who's there? Okay, sie klingt normal, sehr schön. Und auch cool, wie sich quasi einzelne Elemente der Erzählung, egal wie durchgeknallt es wird, quasi dann wieder überschneiden, damit man immer noch dieses kohärente Gefühl irgendwie kriegt. Finde ich super cool. She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Ja. Ich gehe einfach. Hey, ich glaube, ich soll dich töten? Nein, wir sind ein eiskalter Killer. Wir reden nicht mit ihr. Good. You're still listening to reason. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's so coldly beautiful. Da ist der Held wieder. Is she really a threat to the world? Focus on the task at hand. Echt so, Alter. And there you are. Are you here to kill me or something? Ich meine... Nein. Ja, stimmt schon, ja. Nee. Habe ich noch nicht entschieden und ich will nur reden. Und wir gehen aber. Wir sind ein eiskalter Killer, wir schweigen. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? Ich muss es wohl I'm einfach probably chained up machen. in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. Das ist ja auch ein Bluff von ihr. Das ist ein Bluff von ihr und ich bin ein eiskalter Killer. You lunge forward without a moment's hesitation. Sie sieht so traurig aus. You feel flesh easily give way and look down to see your blade already sinking deep into her heart. Guckt weg, Kinder. Oh.
This is it, isn't it? I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. But I have to wonder, do you actually believe this was enough to kill me? It's like she's convinced she can't die. Yes, even as she lays there dying, she entirely believes herself to be alive and well. But it's over, isn't it? She stopped breathing moments ago. That arrogant look still plastered on her face. Okay, gerade ich hatte kurz Mitleid, als sie so unfassbar traurig geguckt hat und so erschrocken. Aber jetzt weiß ich wieder nicht so ganz, ob es jetzt gleich richtig weird wird. Ah. But is it over? Really over? Natürlich, sie ist tot. Ich weiß nicht. Sie hat bestimmt noch einen Trick, einen Ass im Ärmel. Natürlich nicht, das war zu einfach. Ich bin ein Killer. Ich habe sowas schon oft gesehen. Und so einfach stirbt niemand, der unten in einem Keller angekettet ist. It's over. Don't get all worked up. We should make sure. What's the harm in checking for a pulse? I really don't think you should do that. Oh. And why shouldn't we? Is there something you're not telling us? I've told you everything that's happened with complete accuracy. The princess is dead. Your blade pierced her heart. There's no coming back from that. Ja, nee, du hast vollkommen recht. Wir gehen, bevor es noch unangenehm wird. Yes, exactly. It's over. Ja. With your work done, you make your way back up the stairs, closing the door to the basement behind you. Aha. Why do I feel like we've done something terrible? Potato. You did kill someone. Greater good or not, something would be very wrong with you if you didn't feel at least a little bad. But it was for the greater good. One of these days that will sink in and help ease your guilty conscience. But that day isn't today. Let's just get out of here. Warum habe ich... Open the cabin door, ready to return to a world saved from certain doom. Ich vertraue der ganzen Sache halt immer noch überhaupt nicht. Also so gar nicht. Only a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find is nothing at all. Where a lush forest stood mere minutes ago, the only thing in front of you now is the vast emptiness of some place far away. Cool. Okay. Ja, okay. Sicher. What happened? Everyone is fine. It's just that you and the cabin are now far away from them. Aha. Don't worry. You'll be safe here. This is good. Everyone is happy. You'll be happy. Bullshit. Oh, okay. Ich hatte gehofft, ich kriege ein besseres Ende, wenn ich die Welt rette. Sind wir mal ehrlich. Haben wir gerade alle gehofft. This isn't an ending. In fact, now that the princess has been slain, endings are a thing of the past. No. This is the beginning of eternity. Your reward. Oh, jetzt. Okay. Logisch. Die Prinzessin ist ein Sinnbild für den MacGuffin in jedem möglichen Spiel. Für die buchstäbliche Damsel in Distress, die man retten soll. Ne? Prinzess Peach in Bowsers Burg. Wenn man ein Videospiel als Welt mit einem Bewusstsein begreift und seine Bewohner als Personen, was auch immer mit Bewusstsein, was diese Metagames ja dann meistens irgendwie machen, weil sonst funktioniert es alles nicht, dann bedeutet das natürlich, wenn die Damsel in Distress gerettet wird, dann endet deren Welt, weil dann habe ich ja das Spiel durchgespielt, ich bin fertig, ich leg's beiseite. Das heißt, das Spiel ist vorbei, Ende der Welt für alle darin. Wenn die Prinzessin nicht mehr existiert, die Damsel in Distress, mein Endgoal, wenn das nicht mehr existiert, dann kann das Spiel auch nicht enden. So gesehen. Das heißt also, ich habe das Sinnbild für das Ziel davon ein Spiel zu spielen, für das Ziel einer Geschichte. Und damit haben sie halt, so typisch Princess Peach-mäßig haben sie sich das genommen, weil man checkt das, selbst ich habe es jetzt gerade gecheckt.
Sie haben sich also dieses Endziel genommen und ich habe das jetzt getötet, sinnbildlich gesprochen, damit das Spiel nicht endet. Damit das Spiel unendlich weitergehen kann. Das sind ähnliche Ideen, gab es schon bei One-Shot, wo das quasi, was ursprünglich so gedacht war, dass du das Spiel zwischendrin nicht beenden kannst. Also wenn du anfängst zu spielen und du beendest und du drückst das Spiel weg und versuchst dann irgendwann später weiterzuspielen, dass da halt nichts ist, weil quasi mit dir auch die ganze, also wenn du gehst, ist das Licht weg, die Welt ist zu Ende. Das haben sie dann irgendwann, kam noch eine entspanntere Version raus. Aber so in die Richtung geht das, ja. Und das heißt natürlich auch jedes Mal, wenn ich mich entscheide, sie nicht zu töten in diesem Spiel, dann bedeutet das das Ende der Welt. Und deswegen ist der Erzähler so überzeugt davon, dass sie das Ende der Welt ist. Das heißt nicht, dass das, was er jetzt geschaffen hat, eine Unendlichkeit, also ein Nichts letztendlich, weil was soll man jetzt machen so? Das ist ja nicht unbedingt besser. Aber er hat das Ende der Welt für immer verhindert. Oder das Ende unzähliger Welten dann, wenn man es eben wieder als Sinnbild sieht. Und abgesehen davon, dass sie halt repräsentativ für jedes Endziel in einem Videospiel jemals steht, haben wir dann gesehen in der Welt, in der Version, die wir jetzt am Anfang gespielt haben, wo alles ineinander twistet und die Welten zusammenschättern und sie ist gleichzeitig so eine schnippische Heldin, zynisch, dann ist sie wirklich die Damsel in Distress, die einfach nur Angst hat, sogar ein bisschen depressiv wird. Die ist das böse Monster, sie ist der Big Bad Ant Guy, so, ne? Big Bad Evil Guy heißt es. Und alles das masht irgendwie ineinander, weil ich es halt verkacke. Und mich so sehr in diesem Meta-Shit und haha, ich höre nicht auf den Erzähler, als würde ich The Stanley Parable spielen, ergehe, dass am Ende halt alles zusammenmatscht und ich quasi auch eine Unendlichkeit schaffe, aber mit einer hässlichen Reflexion meiner selbst als Spieler und einer Amalgamation von allem Möglichen, was halt irgendwie geht. Ich dachte erst, es wird ein bisschen cheesy. Erst dachte ich so, ja, jetzt werden wir so langsam cheesy hier mit dem Metascheiß und sie in der Unendlichkeit, bla bla bla. Das ist cool, weil das checkt man und ich habe das Gefühl, man, so wie ich jetzt, also man kann es erklären. Und trotzdem ist es facettenreich und wir spielen jetzt seit nicht mal 2 Stunden und ich glaube, da gibt es noch so viel mehr, wenn man überlegt, wie viele Auswahloptionen ich noch habe. Finde ich total geil. Liebe ich. Also wirklich mega gut. So, jetzt habe ich genug gelabert, ne? Weiter. This is what's best for everyone. Trust me. Time passes. You can't be sure if it's days or months or years or even decades. It's all a wonderful, boring blur. You've never been happier. Klingt total toll. Nachschub übrigens. Ich habe eben ja selber die Unendlichkeit verursacht in dem Sinne. Das Spiel hat meine Reflexion auf mich zurückgeworfen, bla bla bla, mich ein bisschen beleidigt und mich als trauriges, hässliches Monster hingestellt, aber who cares? Und eben haben wir nicht die Prinzessin getötet, sondern den Erzähler. Ohne Erzähler keine Geschichte. Und die Charaktere sind lost in the void und schmelzen ineinander. Kann man auch dann noch irgendwie damit reinbringen. Spannend, wirklich spannend. Psst. Hey. We're not just gonna stay here forever, right? Wir bleiben nicht für immer hier, oder? Hast du den Erzähler nicht gehört? Ich bin happy, wir sind happy. Alter, wir bleiben garantiert nicht für immer hier. Weißt du, wie wir hier rauskommen sollen? Und dann, na klar, bleiben wir für immer hier. Ich mag's hier. Ja, komm, into the void, oder? Into the void. Wir gucken mal, ob wir nochmal die zusammengeschmolzene Superprinzessin finden. I do, but you're probably not going to like it. The blade. We can use the blade to get out of this. I can hear everything you say, little voice. There's only one thing it would want you to use that blade on, and I'm afraid that thing is you, dear hero. He's right. It's the only way out. Do you hear that? It wants to take this happiness away from you. It wants this wonderful place to end. Do you not? There's more for us to do. And the only way for us to do it is to take that blade and use it. Gut, der Held, der es nicht sein lassen kann, irgendwie was tun zu müssen. Der Protagonist, ne? Ein Protagonist kann nicht stillsitzen. Was willst du sonst mit dem? Don't you dare. Würde uns das nicht töten? Ja. Alles, um hier rauszukommen. Stimmt, die Idee finde ich nicht so geil.
Wir fragen mal nach. Würde uns das töten? How astute. You are absolutely correct. Using the blade to kill yourself would kill you, and you shouldn't do it. Okay, In verstehe. a sense, we die, but looking at things from another angle, are we even really alive anymore? This place, it's nothing. It's absolutely nothing. It's just the same thing, constantly, forever. Ja, ist auch ein valider Punkt. Also, I know this is out there, but trust me, I know using the blade will work. okay. That little voice didn't want you to slay the princess. It didn't want you to be happy. Es wollte eine Geschichte mit einem Ende und mit Bedeutung. Ich möchte auch eine Geschichte mit einem Ende und einer Bedeutung. Thank you. I made this happy little place for you. Is this not a good enough reward for saving the world? An eternity of bliss? You ingrate? Jesus, komm mal runter, Alter. Fine. Whatever. For the first time since time stopped meaning anything, you throw open the door to the basement and walk down the stairs. Fuck, das Messer steckt noch in der Prinzessin. Und wenn ich es rausziehe, passieren vielleicht schlimme Dinge, bevor ich mich selber aus dieser Unendlichkeit befreien kann. Oh fuck. The princess's body is dust and Ach so, ich war wohl schon ganz schön lang blade hier. used to slay her is still as pristine as the day you first held it. Oh, er findet's gar nicht lustig, der Erzähler ist richtig genervt. You pick up the blade, you stab yourself, and you die. The end. Nice knowing you. Arschloch. Oh, fuck. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Oh, es fängt immer in Kapitel 2 von vorne an und verändert dann schon mal alles, basierend darauf, wie ich Kapitel 1 abgeschlossen habe. You're here to slay her. If you don't, Ja, okay. I'm wise to tricks, I'm getting terrible sense of déjà vu, but I killed myself. What am I doing here? I can assure you that you're not dead. And to answer your second question, you're here to slay the princess. I literally told you that a second ago. Okay, er will es immer darauf anlegen, dass wir sie töten und dann für immer in dem kleinen Häuschen chillen. Die Geschichte hört niemals auf. Aber es passiert halt in einer unendlichen, buchstäblich unendlichen Geschichte. Kann ja nichts passieren, weil wo soll das alles hinführen? If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. That's fine. It wasn't very hard to kill her last time. We'll just do it again. Okay, jetzt haben wir The Voice of the Cold, also den eiskalten Killer, den ich gerade versucht habe zu spielen. Der ist jetzt tatsächlich am Start. Well, if for whatever reason you're going to insist that this has happened before, at least your heart's in the right place. Angenommen, ich sag die Wahrheit und all das wirklich passiert. Warum sollte ich auf dich hören? Warum sollte ich überhaupt irgendwas machen? Ist eine faire Frage, finde ich. Those are two very different questions, but fine, I'll indulge you if that's what it takes to get you moving. Let's say for a moment that this really is the second time you've met me, or at least a version of me. You died last time, which probably only happened because you didn't listen to me. Ja, aber auch mit Absicht. Oh, we listened to you plenty. We slew the princess just like you asked us to, and then you locked us away in an empty void for eternity. So we slew ourselves too. Okay, die Stimme basiert immer auf dem, was ich vorher gemacht habe. Auf der Art, wie ich quasi den ersten Run, das erste Chapter gespielt habe. Well, if you killed yourself, then you weren't listening to me, because I would never want you to do that. Believe it or not, I care about you. And I believe your other question was something along the lines of, oh, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. Naja, also... What do you mean? Of course there weren't any consequences. We slew the princess, the world outside the cabin disappeared, we died, and now everyone's right back where they started. That sounds pretty consequence-free to me.
Yes, Yep. but in this purely hypothetical scenario, that begs the question of how you got back here. Did time simply rewind itself, or were you instead transported to a different world entirely? Das ist das, was ich rauszufinden versuche, um das Spiel zu verstehen. Had you failed to slay the princess, what would have happened to everyone in the place you left? It doesn't matter, because we didn't fail to slay her. And if she's really back, which I doubt, it'll be just as easy to do it again. But after that nasty trick you pulled on us, maybe she's not the only one around here in need of slaying. What? Der Cold One will einfach den Erzähler wegmessern. Wie geil wäre das, wenn egal wie ich spiele, am Ende kommen wir immer drauf, dass wir den Erzähler wegmördern, weil er ein Arschloch ist. Das wäre geil. Okay, mein Gott, es ist erst der zweite Loop, in dem wir hier sind, aber das wäre gut. Just stay focused, will you? Lass uns mal erstmal über die Prinzessin reden. Just be quick about it. Ach, halt dein Maul. Wenn überhaupt, dann ist die Welt, dann ging die Welt zu Ende, nachdem ich sie getötet habe. Als ich versucht habe zu gehen, war alles fort. Letztes Mal habe ich sie ins Herz gestochen und sie ist gestorben. Wie kann so jemand, also jemand, der so fragil ist, einfach die Welt beenden? Wer hat sie überhaupt dort eingesperrt? Was zur Hölle ist dieser Ort? Oh, alles gute Fragen. Ja, die ist ein bisschen lame. Ich will wissen, wer hat... People locked her in that basement, and I told you what this place is. It's a path in the woods. Don't overcomplicate things. Warum konnten diese Leute sie nicht töten? Look, I'm not supposed to say this, but it's because you're special. You're the only person capable of doing this. Call it a prophecy, if that helps. But it's just the way things are. Okay. Also jetzt werfen sie erstmal wieder ein bisschen mit quasi Story- und Videospiel-Klischees um sich und Protagonisten-Klischees. Und mich quasi... I didn't know we were special. Oh Gott. Ja, jetzt versuchen sie uns so ein bisschen wieder in diesen Track zu bringen. Es ist schon spannend, Of course we're special. Oh, Jesus. Der Cold One ist fucking creepy. You're being cagey. What aren't you telling me? I've told you everything you need to know. Going into more detail would just overcomplicate an otherwise very simple situation and make your job more difficult. This is boring. He's clearly not interested in talking. So let's just do as he says. And maybe he'll stop bothering us. Okay. Ja, Great. klar. Now, if you don't mind, the whole world is waiting with bated breath for you to save it from ruin. Proceed. A warning. Before she will lie, she won't be a problem. Boah, der Cold One ist aber wirklich... Jetzt bin ich mal gespannt. The interior of the cabin is cold, a soft odor of dirt permeating the air. Cobwebs flutter in the corners. You can hear wind whistling outside, banging the shutters against the windows. The only furniture of note is an elegant antique table with a pristine blade perched on the edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. It feels like no one's been here for a long, long time. Yep. Like I've been saying, she's dead. We killed her already. Uah, die Stimme ist ja ekelhaft. Okay, wir machen... Es ist alles anders. Dann gehen wir nochmal zum Spiegel. Und dann nehmen wir den Dolch. Very different. Maybe that's because you haven't actually been here.
I hope this means you'll finally drop that ridiculous second life proposition. You haven't died. You certainly haven't already slain the princess. So focus up. A lot's riding on this. Spiegel. Walk up to the wall next to the basement door. Ah, okay. It's a wall. There isn't much to see here. Er will nicht, dass ich mich selbst sehe, weil ich bin kein Held, ich bin das Monster. What are you talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. But there was a mirror a second ago, and now it's gone. Let's not spend much longer worrying over it. Clearly it's not even important enough to be acknowledged. Diese Stimme will einfach nur fertig werden. Wir folgen dieser Stimme einfach mal. You Mal take the gucken. blade from the table. It would be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. The door to the basement groans open, revealing an old banister and a creaky wooden stairwell. Everything is coated in a thick layer of dust, and you can feel it settle into your lungs as you breathe in the stale air. The very building itself feels dead. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. The building itself feels dead. Hat er das letztes Mal auch schon gesagt? Ich bin mir unsicher. The room below is silent. Nobody's here. Naturally. As much as I appreciate the optimism, you shouldn't be so sure. Wie lustig wäre. Es wäre ja schräg, wenn es der Erzähler sich irrt. Warum sollte der Erzähler das nicht checken, wenn sie schon tot ist? I guess we'll just have to go down and see. As you descend the final step, the form of the princess comes into view. A skeletal body, lying in a heap on the floor, its wrist still bound to the wall by a thick chain. Ja, genau, weil, ne? Unzuverlässigster Erzähler ever. Okay, she's definitely dead. It's just like I told you. Before you have a chance to finish your thought, the top of a head appears from underneath the floor. Two deep-set eyes stare up at you, followed by a mischievous, skeletal grin. Jetzt lässt er einfach ihren Geist erscheinen, damit ich was zu tun habe? Was ist denn das für ein Scheiß? And finally, the rest of the body floats up to join the head. Wait, this isn't right. What's going on here? Ich meine, also... Sie ist kinda cute. I guess. Okay, der Erzähler, okay, das ist nicht der Erzähler, der versucht uns irgendwie noch eine Story reinzudrücken, sondern das ist einfach. Es passiert und er weiß selber nicht, was los ist. Ghost! Oh. Wow. How absolutely terrifying. What's a ghost supposed to do to us? Oh, it's you. Hiya, Keller. I was hoping to see you again. I had some issues with how our last meeting went. Yeah, sorry about that. The princess drifts across the room into your orbit, Hi. gently running her fingers across your shoulders and down your neck as she circles you. Her touch is cold and ethereal, formless yet real enough that her icy fingertips send shivers dancing across your skin. Okay. So she has a body, and she's right there. That means we could kill her again, if we wanted to. Ja, auch schön die Narbe über der Brust vom Geist. Das ist clever, wie sie das immer schaffen, dass ich sollte eigentlich der Stimme vom Cold One folgen. Also ich wollte einfach sagen, okay, fuck it, wir ziehen es jetzt mal voll durch.
Und jetzt will ich aber halt auch wieder ein bisschen wissen, was es mit diesem Geist auf sich hat. Wie viele Enden pro Loop, den man anfangen kann, gibt's denn hier, ey? Okay, fuck it. Wir spielen jetzt mit dem Geist. I don't care. I see you brought that annoying knife again. Ja, really sorry about that. So, are you waiting for a chance to use it? Or are you here for something else? Guck mal, siehst du, das ist genau, was ich versucht habe dir zu sagen. Wir haben sie schon getötet. Ich habe dich getötet, warum zur Hölle bist du nicht tot? Weißt du, warum du zurückgekommen bist? Hör auf, das Opfer zu spielen. Letztes Mal hast du mich bedroht. Tut mir leid, dass ich dich getötet habe. Hätte ich nicht machen sollen. Willst du, dass ich sterbe? Willst du, dass ich mich selbst töte? Weil das habe ich schon. Könnte ich einfach machen. Tut mir leid, gibt es einen Weg, wie ich das wieder gut machen kann? Die Leute, die dich tot wollen, haben mich verarscht. Lass uns ein Team bilden. Was willst du von mir? Wenn ich gewusst hätte, dass ich wieder mit dir reden muss, dann hätte ich dich nicht getötet. Ich bin auch gestorben und ich fliege nicht durch die Gegend wie du. Was zur Hölle ist los? Warum bin ich anders? Du bist tot, oder wenigstens größtenteils. Wie willst du mir überhaupt irgendwas tun? Nachdem ich dich getötet habe, bla bla bla, ist die Hütte teleportiert worden und ich habe mich selbst töten müssen. Ich wurde geschickt, weil du die Welt scheinbar zum Ende bringst. Mir wurde gesagt, du wirst die Welt zerstören. Beenden. Beenden ist wirklich akkurater in diesem Kontext, ne? Okay, dich töten funktioniert nicht. Was willst du? Okay, Leute, ich habe keine Ideen mehr. Hat jemand noch was? Wenn du tot bist, dann habe ich hier nicht mehr wirklich viel zu tun. Und ich lasse dich einfach hier. Ja, auch gut. Oh, die sind alle gut. Okay, ich versuche nochmal dem Erzähler zu verklickern, was zur Hölle los ist. Yes, obviously things are strange right now. I think it's safe to say that you've seen something you shouldn't have seen. Whatever worlds you've hopped between, whatever versions of me you've met, none of that matters now. There's no changing what's already happened. Okay. You have a job to finish. Finish how? We already did what you told us. And now she's a ghost. Ooh. You haven't tried slaying her yet this time, though, have you? And then what? And then you'll have saved the world. I think he's asking about what happens after we save the world. If that's even still an option. What do you mean, after? You already know what we mean, don't you? So why don't you go ahead and tell us? You're going to try and lock us away in a timeless void again? Because I didn't much care for that. Nee, das war eher so uncool. Hast du noch irgendwie andere Optionen für, wenn wir sie umbringen? I'm not going to lock you anywhere. What an interesting choice of emphasis. Mhm. Wer sperrt uns wohin, ha? Weißt du, warum du zurückgekehrt bist? How should I know? Why does anyone come back? Maybe I have unfinished business with you. Or maybe you have unfinished business with me. All I know is there's a hole in my chest. Not the big obvious one that you put there. There's something older and deeper. Oh. A nagging reminder that I'm not where I'm supposed to be. Sorry. Und wo sollst du sein? Home. And just where is home, I wonder? I don't know where home is. I just know it isn't here. But I can feel it calling to me from someplace far away. Wherever I'm supposed to be, it's out there. How specific. And how convenient for her. You see what she's doing, right? She's suggesting that the only way you can rid yourself of her would be to let her out, which, in case you haven't been listening, will spell the end of the entire world.
Soll ich deine Knochen begraben? Ja, komm, wir versuchen mal irgendwie... Wir versuchen mal irgendwie ihr zu helfen, ohne sie zu befreien, falls das Sinn ergibt. No, those bones are just a body. They aren't me. Bury them. Smash them. It won't do a thing. Okay. But you can help me. This place won't let me leave. Ah, okay. Not alone. Ich kann dir nur helfen, indem ich sie wirklich rausführe. I've tried. Before you came back to me, I explored every inch of this place, even the spaces between the walls. But I never found a way out. I always wound up right back here. Maybe we should just leave. If she can't get out on her own, then why do we have to do anything? We could probably walk out right now and everything would be fine. Hasn't got out and can't get out are two very different things. That'd be dull. Fair enough. It's more interesting if we make a choice. Auch fair. But you can come and go as you please, can't you? So, let me hitch a ride. After all, you own me. Absolutely not. Oh, super, ganz toll, ja, Is she asking if she can possess us? Warum freue ich mich darüber? Sie kann, oh, Besessenheit. But I hope I don't need to explain why you can't let that happen. It would be catastrophic if she managed to escape this place. And if you let her in, there is very little anyone could do to stop her. Would she be able to see us if we went along with it? Now, isn't that an interesting thought? We could finally bring her face to face with him. I wonder what she would have to say to the one who wants her dead so badly. Wenn der Cold One recht hat, wir probieren das aus. Einfach nur für den Fall, dass der Cold One recht hat. Nämlich, der impliziert ja jetzt das Szenario, dass alle drei Stimmen in mir, also in der Spielfigur drin sind. Und dann, wenn die Prinzessin Besitz von mir ergreift, könnte sie den Erzähler konfrontieren. Maybe. Oder wäre auch eine Stimme in meinem Kopf. Whatever. Keine Ahnung. Klingt spannend. Machen wir. You won't like how things play out if you go down this path. What if I said no, they're temporary? Habe ich immer noch die Kontrolle? Sure. Why not? That doesn't sound very reassuring. Ich finde, das klingt so gleichgültig, dass es keine Lüge ist. It could be the best way to trap her for good. Doesn't seem like it would be very easy to end the world from inside someone else's body. Sehr pragmatischer Dude, ne? That is a very dangerous train of thought. Du bist ein gefährlicher Zug, ey. We need to talk about what happens. Okay, fuck it. Come on. Besessenheit. Ich habe nicht mehr so viel Zeit heute. Wir spielen jetzt noch dieses Chapter zu Ende. The princess swims through the air in front of you, pausing for a brief moment as her dark-rimmed eyes stare deeply into yours. There's a hunger in her gaze. You're really trying to make it up to me, aren't you? Thanks for being a pal, killer. I mean it. What are you doing? Don't just let her. Ja, How many times do I have to tell you? See you soon. Ja, kannst du aufhören, das zu machen? She rushes forward and then she's gone. A sharp chill spreads across your body. It starts in your chest, a freezing numbness flowing out from your heart all the way down your limbs, your mind growing cloudy and confused as it settles over your very soul. I'm not sure I like this. Can we get a do-over? Ach, Mensch, jetzt sei doch nicht immer so ein Weichei. I'm afraid it's
too late to stop now. Ah, The scheiße. numbness gives way to a stabbing pain, your muscles twitching and convulsing violently, each involuntary movement causing more waves of agony to ripple across your body. Super. You collapse to the floor, and everything goes dark. Come on, you. You've got to get up. I know everything feels heavy right now, but we still have to get out of here. Your eyes flick back open as you get your bearings, your vision swimming as... So this is what it's like to be you, huh? Disembodied voice narrating your every move? So, it doesn't work like that for you? Clearly it doesn't, or she wouldn't have commented on it. All these shards of broken glass on the floor, are they also supposed to be you? Was für broken glass? Hey, I'm not a shard of broken Oh. glass, It's okay. You can finish your thought. I'm a voice? I'm me is what I am. Who cares what we are? We exist. That's all that matters. You don't have to fight. We'll all be out of here soon. Wie süß ist sie denn? No, it matters. What we are matters. If I'm a shard of broken glass, then that raises some questions about certain other voices in here too. I'm clearly the same thing you are. They're not listening to me. Do they not listen to you either? Sag's wie es ist schwierig manchmal. No, I'm not talking about you. I'm talking about him. You don't need to know what I am. You just need to know that I'm different from you. More important. So, you're the one who pulled the strings and made me dead. I can tell you don't belong here. Oh? You're barely even there. Like the shape of something left behind. You're more of a memory than a person. Oh, Freunde, wir finden jetzt den fucking Erzähler und dann erzählen wir dem aber mal ein paar Takte. That's rude. Ja, so verdient. You're kind of like me, actually. Was? I'm just going to ignore her. You push yourself off the ground. The princess is nowhere to be seen. Obviously, she's nowhere to be seen. Because I'm in here with all of you. Everybody knows that. I'm setting the stage. The room is empty because you made a spiteful, idiotic, and all-round foolish decision. Okay. You don't have to let him get to you. You're better than that. You're starting to make things right. Oh boy, wird das jetzt so ein Toxic Positivity Ding? This is infuriating. Just whatever you do, you can't leave this place. It's not too late to fix this. Probably. Ja, I'm sorry, aber can't think straight, too much noise. It's okay. We're almost out of here. Just take it one step at a time and everything will be fine. Everything won't be fine if you listen to her. One way or another, this is all going to end. Wouldn't it be nice if he ends with it? Ja, ich glaube, ich will den Erzähler nochmal wegdüdeln, weil irgendwie geht der mir einfach jedes Mal auf den Sack wie Sau. Wouldn't that be nice? There's only one way to find out. Dann wird das nicht nett. Okay, fuck it. Wir gehen jetzt einfach raus. Einfach raus. Your legs, weary with the weight of the princess's spectral form and clumsy with the cold that still pervades them, stumble towards the stairs. I'm just trying to get home. You don't have to act like it's the end of the world. But that's exactly what you leaving this place is going to be. You don't know that. I do. Wait, if she has a home to go back to, doesn't that mean that her leaving won't end the world? It doesn't mean that at all. It could mean that wherever her home is, it's outside of the world. Könnte auch sein. Yeah, but it has to be somewhere, doesn't it? And if it's somewhere, then it's part of the world. Oh Gott, jetzt wird's wieder so Mindfuck-philosophisch. I suppose it's all a matter of perspective. Where does the world end and something else begin? Does the destruction of one open a door to another? Or is it the same world reborn? Good question. Against the backdrop of the inane conjecture of meaningless little voices, your body continues its ascent up the stairs, staggering through the open door. Okay. For how much you hate her, you aren't doing a whole lot to stop us from leaving this place. True. Der Erzähler ist, der kann eigentlich nichts tun, ne?
Aber doch kann er ja. Er war ja schon fast omnipotent. Überall Wände hochgezogen, Hütten aufploppen lassen und jetzt kann er nichts machen. Das ist ein bisschen sketch. Maybe the bossy one doesn't actually hate me. Maybe he even likes me. Or maybe he just knows that he's been in the wrong. Maybe he's trying to make amends too. Not at all. I'll have you know that I do hate you. I will continue to hate you for as long as I am able. It's just the weight of it all. It's too much for me to do anything other than describe and dictate. And whine. This body wasn't made to hold you and the princess. If you want to renege on your cataclysmically terrible decision a minute ago, well, you're the only one that can make that happen. Ja gut, wir gehen halt einfach weiter. You continue slowly to the door, your feet like lead dragging across the floorboards, growing heavier with each step. Na komm jetzt. We're so close. Thank you, thank you, thank you. If we get out of here, I won't even care that you murdered me anymore. Ganz ehrlich, das ist irgendwie nicht mehr der Punkt. Ich will einfach nur den Erzähler wegballern. You lift your shaking hand and rest it on the door handle. But you pause before you open it, exhaustion sapping what's left of your will. Ja. Was exhaustion really the best you could muster up? It's over. There's no use stalling. Let's see what happens next. Shit. But exhaustion wasn't enough, was it? The handle clicks as you twist it, and then the door groans open. You collapse to the ground, you and the princess, free from the confines of the cabin. As you exhale from the effort, you look up and see... yes? Oh, und er ist wieder futsch. Wir sind ihn wieder mal losgeworden. Nothing. He's gone. And so is everything else. Oh, sie ist noch in mir. So we did slay him after all. He had it coming, I suppose. But what about us? Are we just stuck here in nowhere forever? Did taking her out of the cabin really end the world? We're still here. Yeah, but that thing you said earlier, are we not part of the world anymore? Are we in some world that exists after the world ends, or on top of the other world but not in it, or have we never been part of the world? Wir sind einfach durch den Boden genoclippt. Und dann passiert. Okay, I've heard enough from these two. Let's see if I can pop out. Du fühlst eine Leichtigkeit in deiner Brust, als ein paar eingesunkener, eingefallener Augen aus deinem Körper heraustreten und dich anstarren. Und zu dir nach oben starren, eher. I'm out. You actually freed me, didn't you? I'm outside. Thanks for giving me a second chance, killer. Ja. Don't mention it. I think this was where I meant to be. Okay. Du sollst hier sein. Oh, Jesus. Und da sind wir wieder. Du erhältst keine Gelegenheit zu antworten, noch wirst du jemals eine erhalten. Es ist Zeit zu gehen. Deine Erinnerungen kehren zurück. Das heißt, jetzt haben wir quasi ein weiteres Fragment von ihr in die entsprechende, ins Nichts, nennen wir es einfach mal ins Nichts überführt, wo ja schon quasi eins gewartet hat, mit dem wir gesprochen haben und das gesagt hat, wir sollen mehr Fragmente von ihr finden, mehr Aspekte von ihr, mehr Blickwinkel. Ah, okay. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? Oh, there's that mirror again. Why is it here? Why now? Ja, okay, und ich... Oh, meine Erinnerungen sind wirklich wieder da. Natürlich hast du Angst, für dich ist dies das Ende, aber nicht für mich. Es wird alles gut, glaub mir. Wir waren schon einmal hier. Du kriegst jedes Mal Angst. Oh, ich will ihm irgendwie, ich weiß nicht, ich will ihm irgendwie ein bisschen Trost spenden.
but it feels so bad. Like looking into it right now is going to be the end of everything. You don't need to comfort him. It's the end. Okay, na gut, dann fuck it. I would have kept them in the dark if I were you. Ach, halt dein Maul, das könnte doch spannend werden. Wenn die Stimmen Bescheid wissen, fangen die vielleicht auch an, lustige Sachen zu machen, weil sie nicht enden wollen. Und dann gehen noch mehr Pfade auf. Es wird doch lustig. Eigentlich immer, wenn so eine Stimme dann jetzt sagt, scheiß Idee, mach das nicht, hat Konsequenzen, dann muss ich es eigentlich, dann weiß ich eigentlich, ah, das war clever, weil dadurch passiert irgendwas Spannendes und irgendwas Aufregendes und vielleicht gehen neue Pfade auf. Yes, yes, yes. What is that supposed to mean? Whatever awful thing I felt before, it feels so much worse now. Ja, I'm sorry, Bro. I'm so sorry. Du näherst dich dem Spiegel. Stille, als du dich vorlehnst. Sie sind einmal mehr verschwunden. Der Spiegel lässt sie immer verschwinden. Doch du musst sehen, was sich in dem Spiegel befindet. Immer noch ich. Du bist gewachsen. Ich bin gewachsen? Wieso bin ich gewachsen? Du findest dich einmal mehr in der langen Stille. Unendlichen Stille, nur. Und wieder gehen wir zur Höhle. Und wieder steht sie dort oben. Du starrst auf die Hütte. Flickering lights in empty cityscapes become pockets of vitality and movement. I am more than I was before. Okay. Whenever you are ready, I will wipe your slate clean once again. Okay, sie hat wieder einen Aspekt von sich gefunden. Oh, den Satz mag ich. Da klicken wir gleich drauf. Total spannend. Es ist meine Aufgabe, sie wieder zusammenzusetzen. Ich könnte ihr jetzt 1 Million Fragen stellen. Ich werde aber nur eine stellen, bevor wir für heute Schluss machen. Du weißt, dass am Ende, wenn all dies vorbei ist, ich dich töten werde. Richtig? There is still much to be seen. Neither of us know the depths of our being. Perhaps at the end of this, I will be the one to kill you. Or perhaps we will leave this place together and find new horizons to discover. This less I was a hard shape, but the more times I go back, the worse I fear things will be. Wir gehen erstmal zurück, ne? Da kann ihr, glaube ich, auch immer weiter dann die Fragen stellen, wenn ich ihr Aspekte von ihr selbst bringe. Ich bin bereit. I will long for your return, but it will give me time to reflect on what I am. We will meet again. Und wieder tot. The Hero and the Princess. Bring the Spectre to her. Ich habe gerade ein Achievement gekriegt. Ja, halt dann mal. Und wir saven. Wirklich spannend. Ich will jetzt schon wissen, was am Ende dabei rumkommt, wenn man halt wirklich alle Aspekte vereint. Aber für heute soll es das gewesen sein. Für heute reicht's. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Haut rein!